Willkommen aus dem Reich der Mitte. Willkommen aus einer Teeplantage südlich von Shanghai. Willkommen aus dem wichtigsten Land der aktuellen Automobilindustrie, China. Und wir sind hier wegen dem wohl wichtigsten Player im gesamten Zirkus, BYD. BYD erobert den gesamten Elektro- und Hybridautomarkt im Sturm und wir sind hier in China, um zu begreifen, was die Marke ausmacht und noch viel wichtiger, was sie vorhat. Wir besuchen die Auto Shanghai, die wichtigste Automobilmesse der Gegenwart, und wir fahren den neuen Denza Z9 GT, das erste Auto der Premium-Marke von BYD, die schon bald nach Europa kommt. Und wir versuchen den gesamten Wahnsinn, der hier abgeht und der hier gelebt wird, einfach zu begreifen, zu verarbeiten. Also bleibt dran, los geht's! Es ist unglaublich. Wir sind hier auf der größten Automesse der Welt, der Auto Shanghai, die heuer mit über 100 Neuheiten besticht, und wir sind gleich bei der richtigen Marke, den Marken von BYD. Mit Yangwang, Fangshen Bao und natürlich Denza. Also es gibt unglaublich viel zu entdecken und ich sag, wir gehen los. Was ich vorher ziemlich spärlich ausgedrückt habe, ist eigentlich relativ eindeutig. Bei uns gibt es die Marke BYD als Standalone und Denza. Und hier ist BYD so eine Art VW Group, die unter den Marken Fangshen Bao, Yangwang und eben Denza auftritt. Und jetzt sind wir am Stand von Yangwang, der Luxusmarke von BYD, die mit dem ultra argen SUV und die mit dem Auto, das springen kann. Und wir schauen jetzt an, was die noch so zu bieten haben und wohin die Reise geht. Also, ich bin gespannt. So, und jetzt haben wir Tag 2 unserer China-Reise und wir sind im Yangwang Showroom. Und da wird sofort klar, Yangwang will in die Bentley, Aston Martin, McLaren Region. Das merkt man am Showroom Design und an den Autos, denn hier stehen wir jetzt vom Yangwang BYD oder BYD Yangwang U9. Ich habe es euch gestern schon kurz gezeigt und das Ding ist wirklich unglaublich. Ein Supersportwagen aus Carbon, 4 Elektromotoren, 1300 PS, ziemlich arges Design und das Auto kann springen. Das blende ich euch jetzt ein. Und wenn wir reinschauen, geht es gleich weiter hier mit dem Yangwang U8. Dieser Yangwang U8 hat ja, wie fast schon üblich, den Defender als Vorbild und natürlich wieder 4 Elektromotoren, unglaublich viel Power, unglaublich viel Luxus und ja, in China trotz des wirklich hohen Preises ein echt beliebtes Auto. So, jetzt gibt es die Sitzprobe unter Häschen. Es ist von der Materialanmutung, es ist eng, aber es ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Wirklich schön. Du hast echtes Carbon, Leder, überall Alcantara und echtes Alcantara. Denn mittlerweile ist BYD einer der größten Kunden bei der italienischen Firma. Aber, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, man sitzt zu hoch. Also das ist bei meiner Größe ein richtiges Manko. Aber auch kleinere Kollegen haben das kritisiert, denn für einen Sportwagen ist man wirklich zu hoch im Auto. Und so sieht das Ganze aus meiner Perspektive aus. Es ist wirklich schön, übersichtlich, lässig und wirklich stilvoll gelöst. Und wenn ich jetzt hier alleine bei euch sitze im Auto, muss man eigentlich nur einen Punkt kritisieren. Dieser Showroom, diese Autos, es ist wirklich alles sehr, sehr beeindruckend und wirklich auf absolutem globalen Top-Niveau.
Aber eins können sie nicht. Sie haben Luxus, sie haben Performance, sie haben Technik, aber sie haben keine Heritage. Und ich glaube, das wird im Segment der Supercars und der absoluten Luxusautos ein Problem. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie diese Reise weitergeht und was heute noch am Programm steht. Ich schaue mich noch weiter um und dann geht es in den Zug nach Zhengzhou. Das ist eine ländliche Region, das Teeanbaugebiet Nummer 1 in China. Und da geht es weiter. Und ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich angekommen bin. Nach der Shanghai Motor Show und der Yangwang Experience sind wir jetzt endlich raus aus den großen Metropolen und eigentlich rein in ein Bergdorf, in was die Chinesen die Teehauptstadt Chinas nennen. Es ist ein wirklich wunderschönes grünes Paradies, ca. 300 Kilometer südlich von Shanghai. Und ja, auch dort geht der BYD-Wahnsinn weiter. Ich habe nicht alles gefilmt, aber es war einfach eine riesengroße Show. Ein Willkommenskomitee mitten im Nirgendwo. Eine gesamte Terrasse, gefüllt von allen relevanten BYD-Modellen für Europa und Südamerika. Denn dieses Event ist nicht nur ein Event für uns Europäer, sondern gleichzeitig die offizielle Händlerkonferenz der gesamten Mittel- und Südamerika-Region. Nichtsdestotrotz ist das Ganze einfach wahnsinnig spektakulär. Endlich ist es soweit, wir stehen vor dem Denza Z9 GT. Die Optik überzeugt, jetzt geht es endlich ans Fahren. Das wird heute nur eine kleine Probefahrt und kein voller Test, aber ich glaube, ein erster guter Eindruck könnte drinnen sein. Auf den chinesischen Bergstraßen im Denza. Das wird gut. So, endlich ist es soweit. Nach viel Gerede, viel Touren durch das ganze Land sind wir endlich im Denza Z9 GT, dem sportlichen Premium-Kombi für den europäischen Markt. Vorhin hatten wir ein Interview mit Stella Li, quasi der Präsidentin von BYD Europa, und sie hat eins gesagt, was ich sehr interessant gefunden habe. In Zukunft wird einfach der Technologievorsprung entscheidend sein für den Erfolg von BYD und von Denza. Und genau diesen Technologievorsprung merkt man hier wirklich im gesamten Fahrzeug. Sofort merkt man die Hinterachslenkung, die ist sehr präsent, macht den Wendekreis unglaublich klein, aber das Auto auch ein bisschen hypersensibel. Leistung gibt es natürlich auch ohne Ende, denn der Denza Z9 GT wird als Plug-in-Hybrid und als rein elektrisches Auto angeboten. Und somit haben wir irgendwo zwischen 600 und eben 1000 PS. Also Leistungszahlen, die an der absoluten Obergrenze sind. Wirklich beeindruckend und einfach eigentlich ein gutes Gesamtpaket. Was mich allerdings absolut stört, und ich habe schon bei BYD nachgefragt, das zu ändern, sind die Schaltpedals. Schaltpedals hinter dem Lenkrad, die eben keine Schaltpedals sind, sondern zum Ein- und Ausschalten des Autopiloten gedacht sind. Und das widerspricht jeder europäischen Logik, aber hoffentlich ändern sie das noch. Und wie wir BYD und andere Marken aus China kennen, sind sie wirklich sehr, sehr reaktiv und gehen wirklich gut auf Kundenwünsche ein. Es kommt nun darauf an, ob Kleinigkeiten wie eben die Lenkradpedals gelöst werden und ob der Preis angemessen ist. Aber wie wir die chinesischen Autos kennen, wird auch das wohl kaum ein Problem sein. Auch wenn die Testfahrt ziemlich kurz ist, hat es schon was. Im chinesischen Superkombi durch die chinesischen Teelandschaften. Wirklich wunderschön, beeindruckend und beeindruckend beschreibt die ganze China-Reise eigentlich. Es ist over the top, es ist viel zu viel von allen, ab und zu ein bisschen gekünstelt, aber das Land ist schon wirklich faszinierend und ich bin schon sehr gespannt, was morgen
am eigentlich letzten Tag unseres Abenteuers noch auf uns warten wird. Und schon sind wir eigentlich am letzten richtigen Tag unserer China-Reise angelangt. Und heute geht es nochmal um den Hauptgrund, warum sich Leute einen BYD, einen Denza, einen Fangsheng-Bao und einen Yangwang kaufen sollen. Denn heute geht es um Technologie. Aufgrund seiner 3 Elektromotoren, also jeweils einen pro Hinterrad und einen im Getriebe, kann der Z9 GT jedes Hinterrad einzeln lenken und ansteuern. Das ermöglicht Funktionen wie den Crabwalk, der das Auto quasi parallel bewegen lässt, und diese super spannende Einparkfunktion, wo der Z9 GT frontal in eine Parallelparklücke reinfährt und sich dann mit der Hinterachse quasi reinzieht. Es ist zum Teil noch etwas kompliziert zu bedienen, aber die Funktion macht in urbanen Areas bestimmt Sinn. Aber jetzt schauen wir uns eigentlich die spannendste und zukunftsweisende Funktion an, nämlich den Autopilot. Wir fahren jetzt eine kleine Runde durch die City und greifen hoffentlich kein einziges Mal ins Lenkrad ein und schauen, wie es funktioniert. Also gehen wir es an. Also wir sitzen im Z9 GT, eine Autopilotrunde durch die Stadt. Das ist Level 2 Plus. Das Auto kann eigentlich mehr, aber aufgrund von regulatorischen Gründen ist das noch nicht freigeschalten. Der Kollege neben mir berührt das Lenkrad vielleicht leicht, aber er greift im Regelfall nicht ins Geschehen ein. Also wir fahren jetzt schon eine halbe Stunde durch die Stadt und die Präzision ist wirklich beeindruckend. Und auch die Liebe zum Detail. Es sind Autos eingezeichnet, Motorräder, LKWs, und der Fahrer berührt das Lenkrad wirklich kein einziges Mal, außer nur kurz, um zu bestätigen, dass er noch da ist. Und zum Abschluss ein absolutes Highlight. BYD sagt, sie wollen mit Technologie den Markt erobern und entwickeln ein SUV, das schwimmen kann. Und das schauen wir uns jetzt ganz genau an. Es ist einfach unglaublich. Ja, wir sind mitten im Fluss und schwimmen in einem Elektro-SUV im Wasser. Das Auto ist wasserdicht und erzeugt Vortrieb durch die Räder. Unglaublich! Und so schnell kann es gehen. So schnell vergeht eine Woche in China. Und ich muss sagen, wenn ich die ganze Reise in einem Wort beschreiben müsste, wäre es eye-opening. Es war eye-opening zu sehen, wie die Chinesen ticken, und es war wirklich eye-opening zu sehen, was BYD vorhat und früher oder später auch nach Europa bringen wird. Egal ob die Modelloffensive der BYD Kernmarke, die wirklich ziemlich guten Premium-Modelle von Denza, wie den Z9 GT, den wir kurz fahren durften, oder dieser absurde Luxus von Yangwang, egal ob diese tanzen oder durchs Wasser fahren. Es war eine wirklich unglaublich spannende Woche, die ich so schnell nicht vergessen werde. Und ich bedanke mich für den Support und steige jetzt in mein absolutes Traumflugzeug, die Boeing 747 hinter mir. Denn jetzt geht es von Shanghai nach Peking und dann wieder zurück in mein geliebtes Österreich. Nochmal vielen Dank, bis zum nächsten Mal.